So, liebe Freunde, ich habe mir den Film angeschaut, Indian Love Story. Den habe ich mir schon oft angeschaut, aber auch schon einige Jahre nicht mehr. Und den hat sich der coole Whisky-Nerd gewünscht, dass man da Review drauf, ja, dass man darüber berichtet. Ja. Niki Advani war Regisseur, ja. Drehbuch war Karan Chua, ja. Star Shah Rukh Khan, Star Saif Ali Khan, ja. Preeti Zinta hat mitgespielt, ja. Tainaz Paul hat mitgespielt, Lelete Dubai, Raina Sal, Remal Lago, Satish Shah, Raya Bachchan, das war eigentlich das Süßeste in dem Film, obwohl es schon älteres Semester war, ja, ist Dara Singha. Ja, so, Spoiler an der Stelle. Menü, bunt und indisch, Intro über schöne New York Landschaft, Aufnahmen und ein Bericht davon, wie das Leben von Inder in USA, ja, Inder noch melancholisch, romantisch, Abenteuer, so fängt gleich an so mit Abenteuer-Comedy von Inder in USA, in New York. Christentum spielt auch eine große Rolle mit beim, ja. Es geht um ein indisches Restaurant, das kurz vom Bankrott ist, weil es zu viel Konkurrenz ist und immer weniger Kunden kriegt, ja. Da geht es um den Hoho, der quasi indischer Geschäftsmann ist in den USA und I Love Bollywood und ja, und der alle Frau abbaggert, aber immer Pech hat, ja. Aber er gibt nicht auf. Zu Hause wird nur gestritten, ja. Indische junge Frau ist voll verzweifelt, Familie hat viele Probleme und bittet Gott um einen Engel, der sie von den Sorgen befreien soll. Und Shah Rukh Khan kommt als Nachbar. Ja. Bei Nachbarschaftsstreit für Shah Rukh Khan dann quasi die drei Frauen dann quasi kritisiert wegen ihrem Gesang, ja, verliebt sich in die Nachbarstochter, ja, und fängt selber an zu singen aus Liebe, ja, und zeigt ihnen, wie man richtig singt, ja. Und dann beginnt das verrückte Abenteuer, ja, zwischen den Filmfiguren. Ja, I Love Bollywood. Wer will der erzählen? Müsst ihr euch alles von selber anschauen. Also die indische Musik und das Getanze und so hätte normaler 11 verdient. Ja. Der USA-Patriotismus, wo hin und wieder mal vorkommt, hätte eine 11 verdient. So. Schauspieler waren genial. Schöne Frauen, sympathische Schauspieler allgemein. Ja. Manche Szenen wurden bei der Aufnahme in diesem Film ein bisschen gewuschelt. Die Storyline war jetzt nicht so geradlinig oder überhaupt so. Storyline war so mal so, mal so, mal so, mal so. Es ist viel gealbert worden.
Liebe, Romantik spielt auch eine Rolle, aber bei dem ganzen Durcheinander, es fängt zum Beispiel romantisch, melancholisch Intro an, da kommt alberne Szene, dann kommt wieder ein Funke Romantik auf, da wird wieder rumgealbert. Also das ist so nicht zu greifen, die Story, und man weiß gar nicht, was eigentlich der Storyschreiber überhaupt insgesamt erzählen will. Das ist ein Mangel an dem Film, und von der kann ich jetzt diesmal nicht die höchste Note geben, weil alles andere gestimmt hat, aber rechnet zusammen die Plus- und Minuspunkte zusammen. Von der sage ich, von 1 bis 10 hat es eine 9 verdient. Ist immer noch eine hohe Punktzahl, weil es ist qualitativ, ist halt doch ein hochwertiger Film. Ja. So. Ja. Ist das ein Bild. Und von, ja, ein 9 hat er verdient, und Stefan Arnouf, ja. 3 Stunden gerade der Film und 3 Minuten. Und der, was sich den Film gewünscht hat, war der Michael, der Whisky-Nerd. In seinem Kanal geht es um Köstlichkeiten, ja, um Leckereien, und wer könnte bei den gerne abonnieren, mal ein Like da lassen, nette Kommentare. Der Michael ist ein super Typ, der weiß, was schmeckt, und ja, auf jeden Fall, der Film hat sich ja der Michael gewünscht. Ja, den haben jetzt mal wieder seit langem auch angeschaut, und ja, er ist schon gut, also deswegen hat er ja ziemlich hohe Note verdient. Ja. Also so Bollywood-Filme sind ja, was die Romantik angeht, normal immer perfekt. Und wenn Brokeback Mountain, ja, wenn der so Bollywood-mäßig gedreht worden wäre, dann, was er wünschenswert gewesen wäre, dann hätte ich damals auch eine andere Note gegeben, aber ich hätte da was ganz anderes erwartet, was mir da vorgeschmissen worden ist. Aber sei es drum, die meisten Bollywood-Filme haben eine 11 verdient, der hat jetzt eine 9 verdient. Weil, wie schon gesagt, bei dem Film Indian Love Story, da ist die Storyline nicht so, also man weiß nicht, was will eigentlich jetzt der Geschichtsschreiber erzählen, will jetzt einen Comedy-Film drehen, will einen Romantikfilm drehen. Es beißt sich ein bisschen, aber die restliche Qualität hat ja gestimmt, ja. Und wie schon gesagt, wer jetzt der Brokeback Mountain, ja, guck mal, nicht da, wenn sich Frauen und Männer da romantische Sachen da bringen, der da mit 2 Männern, glaube, obwohl ich hetero bin, aber bei Brokeback Mountain hat das nicht, da hat das, was ein Bollywood-Film so ausmacht, hat Brokeback Mountain nicht so rübergebracht. Muss jetzt nicht irgendein Bollywood-Film sein, es gibt ja genug amerikanische oder von anderen Ländern Liebesfilme, die funktionieren, weil die Storyline eine Romantik rüberbringt. Und da ist das jetzt mal abgesehen, was für Geschlecht betrifft, hätte Brokeback Mountain viel besser funktionieren können, wenn die Story passt hätte. Und die hat halt bei Brokeback Mountain gepasst, wenn ich das mal so reinbringen darf. Ja. Weil die Storyline ist die Seele vom Film. Ja. Für mich hat es bei Brokeback Mountain nicht so lieblos gewirkt, und deswegen hat mir der Film nicht mitgenommen. Ja, mir ging es da jetzt nicht, was jetzt für Geschlechter das sind, sondern mir ging es storyline-mäßig von den Brokeback Mountain einfach miserabel. Ja. Trotz hochwertigem Regisseur und auch hochwertigen Kameraaufnahmen. Ja. Aber jetzt haben wir ja Indian Love Story, und den fand ich ja super. Und, aber mir sind die Mängel ja schon aufgefallen. So. Aber hätte auch ein bisschen mehr Gesang und mehr Getanze sein können bei Indian Love Story, aber es ist vorgekommen, und es war schön. Oder ist schön. Ja. Könnt ihr euch kaufen. Es ist aber von Bollywood, also wenn ihr zum Beispiel einen Bollywood-Film anschaut,
ist das jetzt nicht der Bollywood 5er Einsteiger, das ist schon ein bisschen vielleicht ein Bollywood 5er Hardcore-Fans. Ne? So wie es für Andy, Stohinandi und mich. Ja. Lieferung Ende im Gelände, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Also die Hülle können wir ja noch bezeugen. So. Dann brauchen wir Licht. Iduli. So. So, liebe Dudes. So. Ja, der linke ist der Saif Ali Khan und der in der Mitte ist der Shah Rukh Khan. Ja. Dann haben wir das Bein. Ja. Lieber so rum. Das Bein. Der Back, da steht auch drauf, Bollywood macht glücklich. Ja. Und die DVD ist auch sehr bunt und schrill, so wie es gerne haben. Ja. Finde ich mal gut, als anderes Cover auf DVD ist, und die DVD habe ich auch seit Jahren in meiner Sammlung, mindestens seit 2014, 2015. Ja. So.